Hey Leute, heute zeige ich euch coole Tipps und Tricks bzw. Werkstatthelfer, die euch das Leben in der Werkstatt leichter machen können. Diese einfachen Helfer sparen Zeit und vor allem auch manchmal Nerven. So mancher Werkstatthelfer erleichtert das Leben in der Werkstatt enorm. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und das Thema heute Werkstatthelfer. Ich habe hier 4 fertig gebaute Werkstatthelfer in der Hand, die wir uns heute gemeinsam bauen werden. Schaut es das erstmal an und dann könnt ihr erstmal drüber entscheiden, oh, das kann ich nicht brauchen, das kriege ich auch alles so hin. Oder der eine oder andere sagt vielleicht dann, hey, das ist eine coole Idee, baue ich doch gleich mal nach. Wir werden das Video jetzt einfach mal starten. Wir werden das am Schluss einfach noch mal ein kleines bisschen besprechen, wie gut die sind, die Werkstatthelfer. Und ihr könnt es natürlich dann unten auch noch in die Kommentare reinballern, wie ihr diese Werkstatthelfer findet. Also, wir schießen los.
So meine Lieben, 4 Stück haben wir jetzt gebaut und jetzt wird mich mal eure Meinung interessieren. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, welcher von diesen 4 Werkstatthelfern gefällt euch am besten? Oder habt ihr vielleicht noch andere Ideen? Oder ihr könnt es mal unten einfach in die Kommentare reinschreiben. Aber jetzt schauen wir uns mal ganz kurz nochmal diese Werkstatthelfer an. Werkstatthelfer oder Sägehelfer jetzt als erstes. Ich finde es ein ganz cooles Teil. Jetzt seid ihr mal doch bitte ganz ehrlich, wenn ihr das mal mit der Japansäge hier irgendwas schön gerade abgesägt habt, ist es euch nicht schon mal passiert, dass ihr dann irgendwo in das Holz hier reingesägt habt? Und jetzt seid mal ehrlich und schreibt es unten in die Kommentare rein. Also ich finde es ganz cool, man kann es ansetzen, verschiedene Größen, man kann es natürlich auch noch anders bauen. Das ist auch ganz klar, das könnt ihr bauen, wie ihr wollt. Es geht einfach nur mal prinzipiell um die Idee. So, was passiert in diesem Moment? Also irgendwie ist es am Anfang ein bisschen komisch, man drückt da das Sägeblatt hin und komisch eigentlich. Aber das ist ganz einfach erklärt. Wenn ich nämlich frei Hand säge, dann kann ich so ein bisschen abkippeln und dann säge ich ja unten versehentlich vielleicht einfach mal rein und das kann jetzt einfach mit diesem Helfer nicht passieren, denn ich drücke das Sägeblatt, also ihr dürft natürlich nicht mit Gewalt hier aufdrücken, weil sonst bewegt sich da nichts mehr an der Säge. Es geht einfach nur darum, dass ich das ganz leicht ansetze und dann einfach säge und somit kann das Sägeblatt einfach nicht mehr abkippen. Also schreibt es mal unten rein. Der zweite Helfer ist auch ein Sägehelfer für die Japansäge. Gerade Sägen mit der Japansäge ist jetzt nicht ganz so einfach und ist einfach nur ein bisschen, man braucht definitiv ein bisschen Übung dazu. Und hier kommt dieser Helfer ins Spiel mit diesen Magneten. Ey, wählt sie ja nicht so stark, die Magneten. Also so kleine reichen absolut aus, dass das Sägeblatt sicher geführt wird. Wenn es zu starke sind, könnt ihr das Sägeblatt kaum noch bewegen. Also auf jeden Fall ist es jetzt wirklich gut, wenn man das Ganze dann ansetzt
und einfach wirklich gerade auch für Anfänger, die dann ein bisschen üben wollen, mit der Japansäge gerade zu sägen, ist es wirklich ein toller Helfer, dass man da wirklich gerade sägen kann. Ihr könnt sie natürlich auch noch anders bauen. Ihr könnt es natürlich auch 45 Grad Winkel genauso sägen. Ihr müsst dann einfach dieses Jig umbauen oder ein neues bauen mit Magneten dran, wo ihr dann praktisch einen Anschlag mit 45 Grad habt. Also das setzt ihr dann praktisch mit 45 Grad an und könnt theoretisch auch jeden Winkel schneiden, den ihr wollt, je nachdem wie ihr den Anschlag hinsetzt. Also ich finde es auch ganz cool. Könnt ihr auch noch mal unten reinballern, ob ihr das auch cool findet. Wer kennt es nicht mit dem gerade Bohren, wenn man keinen Bohrständer zur Hand hat oder öfters mal das Werkstück einfach zu groß ist und ich will trotzdem was gerade einbohren, dann ist dieser Helfer echt perfekt, muss ich sagen. Ich habe diesen Trick mit diesem Winkel auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, aber das Ganze nicht so aufgebaut und ohne Griff. Und so ist es wirklich echt schnell zu bedienen. Einfach hin, das Ganze dann schön gerade ansetzen, bam, losbohren und weiter bohren. Das ist dann gar kein Stress mehr. Also ich finde das auch eine super tolle Hilfe für diejenigen, die dann praktisch dieses Werkstück nicht auf dem Bohrständer oder keinen mobilen Bohrständer haben und das Ganze ansetzen können, ist das echt auch ein sinnvoller Helfer. Also meine Lieblingsteile sind dann schon diese Helfer hier, diese Schraubstock-Schoner, nein, Werkstück-Schoner. Die sind so schnell gebaut, ich kann es euch natürlich empfehlen, das Ganze aus Hartholz zu bauen, dann halten sie auf jeden Fall länger. Diese Schoner dran zu machen, schont das Werkstück, was ihr einspannen wollt. Wer kennt es denn nicht? Einfach mal schnell drauf machen, sind innerhalb von 5 Minuten gebaut. Wenn sie kaputt sind, könnt ihr neue bauen, Magneten rausnehmen, dort reinmachen und schon fertig. Also überhaupt kein Stress. Ich werde natürlich die Magneten und alle Teile, was ihr im Video gesehen habt, was ihr brauchen könntet, damit ihr wisst, was das ist, unten in der Videobeschreibung auch natürlich für euch nochmal verlinken. So, das waren unsere 4 Werkstatthelfer. Ich finde, da sind echt einige coole dabei. Wie gesagt, schreibt es unten rein, vor allem, ob ihr auch noch andere Ideen habt. Würde mich echt drüber freuen, wenn da was kommt. Wenn euch jetzt irgendwas weitergeholfen hat oder euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen da, abonniert den Kanal. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, bis demnächst. Servus.